Das schmucke Rathaus im oberbayerischen Miesbach mag so wirken wie jedes andere Verwaltungsgebäude einer Gemeinde. Doch was wirklich zählt, ist ja, was oder wer drinsteckt. Und das ist in Miesbach neben dem dort zu Recht vermuteten Bürgermeister und seinem Stadtrat auch, wen Sie hier vielleicht nicht erwarten würden. Jugendliche und junge Erwachsene. Sie kommen in einem sogenannten Jugendparlament zusammen und beteiligen sich so an der Kommunalpolitik. Aber auch abseits des Rathauses sind sie ziemlich aktiv. Mittendrin in Miesbach haben wir sie besucht und sie zeigen, was sie bewegt und was sie für ihre Gemeinde tun. Noch laufen die Vorbereitungen, doch in ein paar Stunden wird es hier laut. Dann geht auf der Klosterwiese im oberbayerischen Miesbach der Punk ab. 4 Bands aus der Region treten auf. Ein Musikfestival organisiert vom Miesbacher Jugendparlament. Lucy und Linus haben viel Arbeit in das Projekt gesteckt. Was es jetzt hier ausmacht, ist vor allem, dass es kostenlos ist, der Eintritt. Und dass wir das halt komplett selber organisiert haben. Also dass es halt eigentlich fast nur Jugendliche waren, die das halt aktiv organisiert haben. Jugendliche engagieren sich, bieten jungen Musikern die Möglichkeit, ihr Talent zu zeigen. Eine wichtige ehrenamtliche Arbeit für den Landkreis. Andi Kempf sieht sich bestätigt. Der Miesbacher hatte vor ein paar Jahren der Stadt die Gründung eines Jugendparlaments vorgeschlagen. So ein Jugendparlament trägt tatsächlich dazu bei, dass viel mehr Engagement besteht, dass viel mehr die Leute eingebunden werden. Es regt dazu an, viel mehr mitzumachen und ist damit ein wichtiger Bestandteil für eine Demokratieförderung. Rückblick. Die Idee für das Musikfestival hatten die Jugendlichen schon Anfang Juni. Damals organisierten sie in ihrem selbstverwalteten Jugendzentrum aber auch Infoveranstaltungen zur Europawahl, bei der erstmals schon 16-Jährige wählen durften. Viele Jugendliche wollen was machen. Und deswegen versuchen wir jetzt auch durchs Jugendparlament ein bisschen mehr Präsenz zu zeigen, dass man bei uns einfach mitmachen kann, wenn man Bock hat und wenn man sich engagieren will, dann sind wir auf jeden Fall die richtige Station. Vor allem bei diesem Rechtsdruck, genau, speziell bei jungen Leuten, da fehlt oft auch die Aufklärung, was es für Alternativen gibt zu rechten Parteien zum Beispiel. Und dafür sind wir auch heute, wir haben uns da Gedanken gemacht, wie man Leute informieren kann und irgendwie nicht nur langweilig informieren kann. 5.000 € Budget stellt die Stadt dem Jugendparlament jährlich zur Verfügung. Hinzu kommen Spendengelder. Gewählt werden kann, wer zwischen 13 und 25 Jahre alt ist. Die Jugendlichen dürfen im Stadtrat an Sitzungen teilnehmen und Anträge zu Themen, die sie betreffend, stellen. Damit muss der Stadtrat sich dann befassen. Zum Beispiel mit dem Bau eines Skaterparks, den das Jugendparlament beantragt hat. Hilfe bekommen sie dabei auch von der kommunalen Jugendpflegerin. Ich unterstütze die Projekte, also das ist meine Aufgabe, dass ich das unterstütze, aber die Jugendlichen können ihre Anliegen selber beim Stadtrat vortragen und das ist gut, dass es nicht Erwachsene für sie tun, sondern sie das selber tun und es kriegt einfach viel mehr Wumms, also dass einfach Dinge geschehen und einfach umgesetzt werden können. Zurück auf der Klosterwiese, der Soundcheck ist fast abgeschlossen. Die ersten Gäste kommen und alle hoffen, dass es voll wird. Für den 18-jährigen Linus hat sich die Mühe jetzt schon gelohnt. Und es macht auch Spaß, so organisieren und dann mal was auf die Beine stellen und halt irgendwie was schaffen für die Jugendlichen und für Erwachsene und für jeden eigentlich. Noch kurz die Frisur in Ordnung gebracht und dann geht es los. Geschätzte 150 Besucherinnen und Besucher sind schon am Nachmittag da. Die Stimmung ist super und Lucy glücklich. Ich bin total happy, dass so viele Leute da sind und so viel Spaß haben. Also wirklich, jetzt schon ein Erfolg bei der zweiten Band. Laute Musik und eine laute Stimme in der Stadtpolitik. Das Miesbacher Jugendparlament macht's möglich. Gefeiert wird hier noch bis in die Nacht. Die